Heute geht es nicht um einen normalen Fahrzeugtest, sondern heute geht es um einen Langzeittest von dem hier, vom Jack EJS 4. Normalerweise haben wir immer etablierte Marken in unserem Langzeittest. Jetzt wollen wir aber mal wissen, ob eigentlich auch so ein unbekannter Chines unseren Härtetest bestehen kann. Bevor ich jetzt ins Detail gehe, kurz ein paar Eckdaten zum China ESUV. Er hat eine Leistung von 142 kW mit einer Batteriegröße von 65 kWh, kommt auf eine Reichweite von 410 km. Das Auto kostet bei Auto Kunz, am Schweizer Importeur von Jack, knapp 30'000 Franken. Bei diesem Test wollen wir euch zeigen, welche Erfahrungen wir in diesem halben Jahr mit dem Auto gemacht haben. Also eigentlich, wie es ist, wenn man mit dem tagtäglich zusammenlebt. Das haben wir mit Handyvideos für euch auch ein bisschen festgehalten. Wir gehen heute wieder mal mit dem Jack auf die Reihe. Für einen Langzeittest haben wir das Auto in unseren Arbeitsalltag eingebunden. Also das heisst, wir sind mit dem auf die Reihe gegangen oder haben Testautos abgeholt. Aber auch in der Freizeit musste es natürlich hinhalten. Ich habe dort mit dem Auto zum Beispiel gezögert, ich habe Hunde mit transportiert oder bin mit in die Berge gefahren. Also eigentlich habe ich alles mit dem Auto gemacht, ausser die Ferien. In dieser Zeit ist er natürlich auch ein bisschen dreckig geworden, darum putze ich jetzt und erzähle euch dazu ein bisschen meine Erfahrungen vom Langzeittest. Was mich wirklich überzeugt hat beim Jack, ist das Platzangebot, besonders vom Kofferraum. Weil normalerweise können wir das ja eigentlich nur auf Papier vergleichen. Und eigentlich schon dort macht er seine Sache super, weil er ist nur 4,40 Meter lang und hat trotzdem ein Volumen von 520 Liter. Also für diese Grösse ist das top. Und wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit einem Hyundai Ioniq 5, der ist 20 cm länger und hat trotzdem den gleichen Kofferraum. Ob der Kofferraum wirklich praktisch ist, merkt man aber erst, wenn man die ganze Sachen ein- und ausladen muss und eben auch immer ein bisschen andere. Und ich finde, auch hier macht Jack seine Sache gut. Er ist schön eckig. Und zwar ist der Kofferraum nicht elektrisch, aber für 30'000 Franken ist das auch okay. Dafür ist der Fahrersitz elektrisch. Und hat Sitzheizung. Und das ist mir wirklich positiv aufgefallen, weil es heisst schnell und es heisst heiß. Es ist jetzt bei 39,5 Grad, also fast 40 Grad, was es hier unten im Viertel hat. Das ist schon eine recht gute Temperatur, für sich gut zu fühlen im Winter. Und ihr glaubt jetzt sicher, das ist normal bei einem Auto. Ist es aber eben nicht, weil wir schon viel teurere Autos hatten, die das nicht so gut können. Was ich grundsätzlich auch gut finde, ist die Einfachheit des Infotainment. Also man kann nicht viel einstellen und es hat auch gar nicht viel. Das habe ich zum Beispiel gemerkt, als ich Winter auf Sommerzeit umstellen musste. Das habe ich einfach gefunden und ist auch schnell gegangen. Eine wichtige Funktion hat der Jack aber nicht drin, und zwar ein Navi. Für das brauche ich Apple CarPlay. Infotainment ist aber auch die grösste Schwäche des Jack. Also hier müssen die Chinesen schon noch etwas verbessern für den europäischen Markt. Es ist ja zum Beispiel nicht eben Android Auto und Apple CarPlay drin. Wenn es für das aber von Zeit zu Zeit immer mal wieder rausholt während dem Fahren, ist das echt unpraktisch. Das Problem haben aber auch teurere Autos und mit Updates kann man das meistens lösen. Das System ist außerdem ein bisschen langsam beim Aufstarten und wenn es mal aufgestartet hat, dann muss es nachher auch zuerst die richtigen Einstellungen, wie zum Beispiel der Radiosender, finden. Meteorologe. Das ist zwar ein bisschen irritierend, aber nicht schlimm. Wesentlich mühsamer finde ich die Bedienung vom Touchpad. Der reagiert einfach nicht immer so, wie er sollte. Und gerade im Alltag, wenn man fährt, ist das einfach nervig. Mein Tipp: möglichst viel einfach am Lenkrad einstellen. Hier habe ich nämlich, nicht so wie bei anderen Autos, noch wirklich viele Knöpfe. Leider kann ich das Touchpad da unten nicht ganz ignorieren, weil ich brauche das für die Klimaanlage. Ich kann hier bei der Klimaanlage direkt eigentlich alles einstellen, ausser etwas. Die Sitzheizung. Die hat hier keine Funktion, sondern ich muss hier zum Beispiel die Lüftung oder die Temperatur verstellen, damit ich auf das Menü komme, wo ich die Sitzheizung einschalten kann.
gewisse Schwächen sind mir auch bei der Verarbeitung aufgefallen. Also hier innen, da ist mir nichts aufgefallen, da ist alles gut. Das hat auch nichts einfach kleveln in dieser Zeit oder so. Aber kommt mal mit raus. Bis auf die Türen des Fahrers haben hier alle so einen Spalt bekommen. Wir haben nicht mega dran herumgerissen. Das ist eine kleine Schwachstelle vom Jack. Wir haben es aber abgeklärt und Auto Kunz würde es auf Garantie flicken. Wo man bei einem Langzeittest auch sehr gut darüber reden kann, ist die effektive Reichweite. Weil wir haben das Auto natürlich bei allen Temperaturen und auf verschiedenen Strecken getestet. In diesem halben Jahr haben wir über 200 Kurzstrecken, das heisst zwischen 5 und 10 Kilometer, und 50 Längstrecken, das heisst mehr als 100 Kilometer gefahren. Zwar kommt das Auto nicht ganz auf die 410 Kilometer, aber sind wir ehrlich, der WLTP-Wert schafft sowieso eigentlich kein E-Auto. Aber im Sommer kommt er näher dran. Dann würde ich sagen, ist die Reichweite etwa bei 360 Kilometer. Im Winter ist der Verbrauch vor allem auf Kurzstrecken höher. Dann liegt die Reichweite eher bei 300 Kilometer. Wir waren am Anfang wirklich skeptisch mit der Winterreichweite. Also wir haben uns gefragt, ob wir es schaffen, wirklich lange Strecken zu fahren, ohne dass wir dauernd laden müssen. Und jetzt, nach diesem halben Jahr, kann ich sagen, ja, in der Schweiz rumfahren, wenn man am Abend wieder laden kann, ist kein Problem. Bei allem Lob für die Reichweite, beim Laden hat der Jack ein kleines Problem. Das Problem haben wir nicht, wenn wir mit der Wallbox laden, sondern wenn wir mit Schnellladestationen von Move und Fastnet laden. Wir haben das Auto mal dort eingesteckt und dann ist es plötzlich nicht mehr gegangen. Wir haben das Auto zu Auto Kunz in die Garage gebracht und bei der Analyse haben sie herausgefunden, dass der Jack und die Ladesäule noch ein Kommunikationsproblem haben und sich irgendwie noch nicht verstehen. Das Problem ist im Moment immer noch da, sie sind aber dran, das zu lösen und mit den Betreibern in Kontakt. Bei einem E-Auto darf so etwas aber eigentlich nicht passieren, auch bei 30'000 Franken halt nicht. Das ist aber der einzige Kritikpunkt, der sich nicht durch den Preis rechtfertigen lässt. Mit der Ausstattung, dem Komfort und dem Platz ist er in seiner Budgetklasse aber konkurrenzlos. Alles muss er natürlich nicht können. Auf Annehmlichkeit wie zum Beispiel Parksensor vorne oder auf einen Abstandstempomat muss ich halt verzichten. Wo ich nicht verzichten will bei einem E-Auto, ist Reichweite. Und da hat mich der Jack nicht enttäuscht. Also das Preis-Reichweite-Verhältnis ist top. Und ich glaube, für 30'000 Franken komme ich nie mehr Kilometer über. Wer also mit den Abstrichen leben kann, für den ist der Jack ein super Deal.